Es geht gerade Schlag auf Schlag im The Sims-Universum, weswegen ich hoffe, dass dieses Video mit Release nicht schon wieder veraltet ist. Denn wie sich immer mehr herauskristallisiert, plant EA anlässlich des 25. Geburtstages der Serie einen Re-Release der beiden ersten The Sims-Teile mit allen Add-ons. Alles, was aktuell bekannt ist, habe ich euch daher wie immer im Video zusammengefasst. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, welche für euch unter anderem auch die Sims 3 für gerade mal 2 € im Angebot haben, zu welchem wir in diesem Video auch gleich noch kommen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zudem diesen Kanal hier massiv. Wer sich an mein letztes The Sims Video erinnert, weiß, dass es um die Kultserie eigentlich alles andere als gut steht. Längst wurden die Sims durch EA mit vielen, nein, massiv vielen neuen Add-ons für das schnelle Geld geopfert und gleichzeitig ein mögliches The Sims 5 eingestellt, was man gut an diversen LinkedIn-Profilen der Mitarbeiter ableiten konnte, die nach und nach alle ihren Job im vergangenen Jahr verloren haben. Die Sims 4 wird also noch so lange weiter mit mittelmäßigen Content-Erweiterungen erschlagen, bis die Verkaufszahlen eine gewisse Schwelle unterschritten haben. Und dann? Tja, dann wird es der Marke wie höchstwahrscheinlich vielen anderen Titeln unter EA ergehen. Erinnert euch zum Beispiel an SimCity, Command & Conquer, Dungeon Keeper, Wing Commander, Medal of Honor, Need for Speed und so weiter. Ja, da war was. Die Zukunft ist also alles andere als rosig, aber zumindest für die Sims-Spieler nicht ganz aussichtslos. Da verlinke ich euch gerne nochmal mein Video dazu. So, zurück im Hier und Jetzt hat man die Marke aber natürlich noch nicht vergessen. Warum auch? Ihr Fans kauft ja nach wie vor noch alles. Mit Betonung auf noch und hey, ich meine das überhaupt nicht negativ, bitte versteht mich da richtig. Mir geht es da eher um das Große und Ganze und eben um EA, die halt scheiße sind. Und jetzt wirklich zurück ins Hier und Jetzt. Am 4. Februar wird die Sims 1 und damit die ganze Serie 25 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubeltages läuft bei EA natürlich schon längst die Marketingabteilung auf Hochtouren und teasert mit Trailern und Livestreams dementsprechend neuen Content für die Sims 4 an. Dabei macht man aber auch so explizit Werbung für die alten Sims-Teile, dass das Ganze eigentlich schon kein Leak mehr ist, wie Kotaku nun aufdeckte, sondern eigentlich nur die übliche Masche. So wurde zum Beispiel mit einem kryptischen Teaser bereits Foreshadowing betrieben und Profile mit Retro-Plumbobs, also den grünen Kristallen über den Köpfen der Sims, ausgestattet. Eine offizielle Ankündigung hierfür wird noch diese Woche erwartet und der Release somit bis spätestens nächste Woche Dienstag, also genau zum Geburtstag, erfolgen. Klar ist auch schon, dass die Neuauflage von Teil 1 und 2 sogenannte Complete Editions sein werden, welche also bereits alle jemals erschienenen Add-ons enthalten. Hingegen bleibt offen, ob diese neben dem Support für moderne 64-Bit-Betriebssysteme out of the box auch grafische Verbesserungen erhalten werden. Ich meine, wer die alten Teile mehr mag, und hey, da scheint es einige zu geben, der weiß, wie schwer es ist, speziell vor allem die Sims 2 vernünftig zum Laufen zu bekommen. Da macht das Ganze schon irgendwo Sinn. Natürlich gibt's dann für Besitzer keinen kostenlosen Patch, ihr müsst im Zweifel also alles neu kaufen, klar. Aber aufgrund des Alters der Spiele und der damit einhergehenden Kompatibilitätsprobleme war das schon immer ein Wunsch der Community und wird wohl tendenziell eher abgefeiert werden. Allerdings scheinen Konsolenspieler zunächst leer auszugehen. Die Re-Releases erscheinen also zunächst nur für den PC. Dass bei Erfolg ein Port erfolgt, sollte aber auch relativ safe sein. Ganz leer scheint auch die Sims 3 nicht auszugehen, denn der dritte Teil hat diese Woche nach über 10 Jahren ein neues Update erhalten. Was da genau gemacht wurde, ist nicht ganz klar, es scheint aber ein Problem mit neuen Intel-Prozessoren gegeben zu haben, auf das man reagieren musste. Also nichts Großes, aber immerhin. Zusammengefasst dürft ihr euch also auf die beiden ersten The Sims-Teile freuen, die dann wieder ohne großes Gebastel auf euren PCs oder Laptops laufen werden.
Zudem ist der Release eher nur noch Stunden als Tage entfernt. Einen Preis gibt Stand jetzt aber noch keinen. Die Sims 1 hatte übrigens mit Das Leben verändert sich, Überraschungsparty und so weiter 7 Erweiterungen. Bei Teil 2 waren es dann mit Akademie, verrückte Nächte oder Tiere und Co. schon 8. In diesem Sinne, Duck Duck.